sind jetzt auf einmal im Nebel gefangen. Zwecks Lazy Lines. Aber wir standen erstmal planlos da und haben absolut gar keine Ahnung gehabt, wie wir das jetzt nochmal zurück stecken. Und vom Nachbarboot kam dann der Lars und hat uns super geil geholfen. Der nur zack, 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 klack, klack. Und schon hat es gepasst. Der hat uns noch ein bisschen sogar Sachen verbessert. Hat sich herausgestellt, er ist ein richtig krasser Segler und war jetzt irgendwie auf Expedition oder auf einer Regatta zum Polarkreis. Richtig krass. Auf jeden Fall verlinke ich euch mal seinen Instagram-Channel unten. Checkt ihn mal aus. Ich glaube, der hat ein paar richtig nice Einträge und auch ein paar interessante Segelsachen. Und Lars, falls du das siehst, vielen lieben Dank nochmal. Ohne dich werden wir wahrscheinlich immer noch 2 Tage lang am Versuchen, das irgendwie zu organisieren. Gott, hast du uns geholfen. So, wir haben jetzt auch ein bisschen Besuch gekriegt. Die liebe Lisa ist da. Die ist übers Wochenende da und filmt uns ein bisschen und hilft uns auch am Boot. Schäkel vom Fockpfahl. Und da wir jetzt das Vorsegel unten haben, kontrollieren wir mal, ob der irgendwie rostig ist oder brüchig irgendwo. Und ja, jetzt hole ich ihn mal raus. Außer Dreck, nichts dran. Das Knoten kommt unten raus. Einfach nur 1, 2 von unten durch. So, wir versuchen jetzt die Genua Fockpfahl-Leine auszutauschen, die ein bisschen abgeranzt ist. Schon ein Stück abgeschnitten. Jetzt haben wir es mal mit einem Faden auch verbunden. Jetzt diesmal mit auch Klebeband, weil wir jetzt nicht um die Ecke kommen. So wie beim letzten Mal mit der Großpfahl beim Austauschen, und wir hoffen, dass es klappt. Jo. Und ist durch. Jetzt geht's ums Eingemachte. Ist durch. So, jetzt gibt's lecker Essen. Verspätetes Geburtstagsessen. So, normalerweise zeige ich jetzt kein Essen, aber ist schon pervers, so ein Burgerboot. Burger. Na, wie schmeckt er? Sehr gut. Nice, guten Appetit. So, die liebe Lisa ist ja noch ein bisschen bei uns und wir haben uns gedacht, weil wir jetzt schon 4 Wochen da sind, dass sie ein bisschen aus der Sicht einer Fremden oder einer Landratte berichtet, wie so eine Nacht auf dem Boot ist. Und ja, schauen wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Wie ihr mit dem ganzen Boot so, also wie ihr das Ganze angeht. Das ist einfach das Spannendste, finde ich, wie ihr euch die ganze Zeit weiterentwickelt und eigentlich tagtäglich immer mehr findet, was ihr machen müsst.
ja, aber das dann halt auch peu à peu einfach macht und ja, also das ist sehr spannend. Ja. Mein Highlight war, als wir die Leine hochgezogen haben, durchgezogen haben und gehofft haben, dass sie oben um die Kurve kommt, weil sonst hätte jemand hochgemusst. Das wäre garantiert nicht ich gewesen. Und als wir die Genua angeschlagen haben. Ja, dass ich unten drin nicht gerade stehen kann. Da ist Sitzen dann entspannter als krumm dazustehen. Aber ansonsten, ich dachte, ich krieg Probleme mit dem Wellengang, aber trotz Starkregen und leichtem Wellengang ist nichts passiert. Verfolgt die Videos weiter. Ich glaube, es wird noch richtig spannend. Jetzt haben wir es bei Windstille auch geschafft, endlich das Vorsegel wieder ranzumachen nach der ganzen Mastaktion. Und wir haben noch gleichzeitig die Fallleine gewechselt. Das ist die Leine, die theoretisch das Segel oben hält. Also ganz oben. Da ist so eine Leine, die man jetzt nicht sieht. Und die hält das Segel oben fest. Genau, und damit wir das hoch oder runter machen würden als das komplette Segel, braucht man diese Leine, und die war auch komplett hart abgeratzt. Die war nicht mehr gut. Genau, die haben wir jetzt auch neu ersetzt durch eine schöne hellblaue Leine, und ja, das ist alles gepasst. Jetzt sind wir zumindest jetzt mal auf alten Stand, das heißt 3 Schritte zurück, 3 Schritte vor. Wir machen Sachen raus, wir machen Sachen rein, aber es wird jetzt immer besser, vor allem weil wir inzwischen echt viel ausgemistet haben wieder. Jetzt kann man schon fast normal im Wohnzimmer. Jetzt fehlt nur noch die Bugkabine, die muss noch gut ausgemistet werden, aber die wird wahrscheinlich so ein Notbett für alles Mögliche. Ein paar Sachen sind noch drin, mal gucken, wie wir die dezimieren. Aber wird langsam. Ja, und dann noch ein paar Tage Vorbereitung. Jetzt nur noch das Nötigste. Dann müssen wir auch schon los auf unsere erste große Tour durch Osteuropa. So, nur noch einige Tage, bis wir unsere erste große Tour anfangen. Und deswegen habe ich mir noch überlegt, dass wir uns unseren Wassertank anschauen. Der hatte ja immer diese schwarzen kleinen Flocken drin. Doro meinte, sie hat ein Handloch gefunden, und das habe ich jetzt auch gefunden für einen der Wassertanks. Wir haben nämlich 2. Und das schraube ich jetzt mal auf und gucke es mir an, inwieweit der Wassertank verschmutzt ist. Ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. Alles aufgeschraubt und abgeschraubt. Das Ding, was mir aufgefallen ist, die hatten auch wieder so eine Abdichtungsmasse drin, wie bei unserem Mast. Und hier ist noch so eine Spezialfarbe. Ich vermute, das ist so eine antibakterielle Farbe oder so eine, weiß nicht, ionisierende Farbe. Bei Wassertanks ist es nämlich so, habe ich zumindest mal gelesen, dass das ein super empfindliches Thema ist, und dass gefühlt, wenn man nur einen Finger kurz mal einen Tank drin hat und ja, es wieder verschließt, sich dann so eine Bakterienbildung ausbreiten kann, dass der Tank komplett wieder gereinigt werden muss, beziehungsweise also gefühlt haben Leute in den Foren geschrieben, dass sie dann ja super vorsichtig sind auf jeden Fall. Ich muss jetzt als nächstes rausfinden, ob ich das Ding aufkriege mit dieser Sporendichtung und ob es ein
Edelstahltank oder ein Aluminiumtank ist, damit ich weiß, was ich da reinschütten kann an Chemikalien. Genau, noch zur Übersicht. Das ist jetzt unter der Bank auf der Steuerbordseite und der Tank sieht gar nicht so groß aus. Spannend ist auch noch das Ding. Ich vermute mal, dass es der Fühler ist, zum zeigen, wie viel Wasser drin ist. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Ja, und das alles sieht ein bisschen aus, als wäre das schon vor etlichen Jahren oder seit etlichen Jahren nicht wirklich aufgemacht worden. Spannend ist auch hier, zum Beispiel haben die dann nachher so die Sachen abgeknipst und hier ist noch so ein kurzes Stück. Das ist so eine zweigeteilte Bank und da, wo es lang geworden ist, hatten die keinen Bock mehr, die Dinge abzuschneiden. Ich glaube, dass es zumindest einmal nochmal aufgemacht worden ist. Sieht gar nicht so unspannend aus. Es ist so eine Gummimatte. Da weiß ich noch nicht, wie ich die dann wieder zurück befestige, weil hier die Löcher natürlich durchgehen. Wenn ich da jetzt irgendwie Klebemasse durchmache, dann fällt es in den Tank. Der Deckel ist ein bisschen feucht, was seltsam ist, weil eben ein Gummideckel so dazwischen ist. Genau, und hier ist das Loch, also wie man sieht, handgroß. Hier ist so ein, ja, jetzt gucken wir mal, ich leuchte gleich mal mit einer Taschenlampe rein. Sieht aber bisher gar nicht so schlecht aus. Das ist der Tank. Sieht von innen aus. Das könnten diese schwarzen Flöckchen sein, die mitkommen. Sieht ein bisschen nach einem Gemisch von allerlei aus. Ein bisschen Dichtungsmasse, ein bisschen Sand. Wahrscheinlich irgendwas Sprödes, was mal durchgelaufen ist, weiß ich nicht. Spannend ist auch diese Linie. Also unten sieht es aus, als wäre es so ein, weiß nicht, das ist Edelstahl. Dann ist es so eine perfekte Kalklinie oder sowas. Und da oben drüber ist dann schon ein bisschen siffigeres. Okay, langes Hin und Her, viele Unsicherheiten, die wir jetzt noch haben. Klar, es geht immerhin um unsere Grundversorgung, oder zumindest den Tank für die Grundversorgung. Also im Wesentlichen ist es so, wenn der Tank magnetisch wäre, wäre er aus Edelstahl. Er ist nicht magnetisch, das heißt, er könnte aus Edelstahl sein oder aus Aluminium. Können wir jetzt nicht feststellen, deswegen müssen wir vom Schlimmeren ausgehen, also vom empfindlicheren Aluminium. Damit funktioniert Chlor nicht mehr. Wir haben gelesen, dass Wasserstoffperoxid eigentlich ganz gut funktioniert bei solchen Dingen, aber hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid gibt es nicht mehr im Handel für Privatpersonen, nur noch für gewerblichen. Das heißt, vielleicht kriegen wir was in Polen, aber jetzt gucke ich mir mal, wie weit ich händisch jetzt mit dem Putzen komme. Ich habe jetzt erstmal Alleskönner-Reiniger genommen, bisschen stärker konzentriert und ja, gucken wir mal. So eine kleine Schwierigkeit. Mein Arm ist leider nicht lang genug, um in die Ecken da mal an der Oberfläche zu putzen. Das muss dann jetzt Doro machen. Doro ist leider jetzt gerade nicht da, kommt aber demnächst. Versucht sie es mal mit ihren kleineren, dünneren Ärmchen. Und wenn nicht, dann müssen wir uns irgendwie vielleicht so einen Wischmopp bauen. Keine Ahnung. Da grob mal zu putzen, weil an sich sieht es inzwischen ganz gut aus. Ich habe das jetzt auch mit diesem ganzen Sandrest jetzt ausgewassert. Das ist so ein bisschen da. Und ich habe da so eine alte Schüssel von uns, seit die gestern war, da war, dass ich gestern alles das Wasser mal reingemacht und den Rest mal hier. Sieht man schon, wie krass schwarz es war. Genau, also jetzt heißt es eigentlich nur noch warten. Und mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Drehe ich ihn jetzt gerade rein statt raus. Das ist so blond von mir. Sag mal Fischers Fritz, frisch, Fische, Fische. Fischers Fritz, frisch, Fische, Fische. Und umgekehrt? Frische Fische, frisch, Fischers Fritz. Da hat er nicht geglaubt. Die Genua geschlagen haben. Ich glaube, angeschlagen. Und jetzt fehlt nur noch im Prinzip die vordere Achterkabine. Nee, Vordere Achter. vordere Achterkabine.